Fertig? Ja. Schönen guten Tag. Hallo. Heute gibt's Geld. Tatsächlich? Ja, jetzt gibt's Geld. Endlich. Oh mein Gott, so viel Geld. Mehr Geld. Steht auf jeden Fall auf dem Thema, aber das hast du ausgesucht, das Thema, ne? Weil ich nämlich irgendwie weniger als 100 Leute gefragt habe, AAA-Spieleproduktionen werden immer teurer. Ne? Würdest du mehr Geld für bessere Grafik, Technik in Spielen ausgeben oder doch lieber mehr Indie-Spiele kaufen? Und die haben Folgendes gesagt. Beides. Ich weiß beides zu schätzen. Also AAAs müssen ja nicht zwingend immer auch diese unglaublich krasse Grafik haben. Wenn sie haben, weiß ich es immer zu schätzen. Und dann ist es halt mal teurer, weil neue Technologie und natürlich inzwischen hast du halt so viele Leute, ne, wo wir bei Spiele-Credits waren, die scrollen halt länger durch als Film-Credits. Spiele sind inzwischen mega aufwendig geworden. Muss ich gestehen, werden manche Leute das nicht toll finden, aber ich würde Geld ausgeben für Grafik. Viel Grafik. Viel Grafik. Wenn es grafisch sehr viel hermacht, ist natürlich toll. Aber ich finde, Story und Inhalt sind noch immer wichtiger als die reine Grafik tatsächlich. Von daher, es muss eine Kombination vielleicht aus beidem sein. Finde ich sehr schwierig zu sagen, dass ich jetzt mehr Geld für AAA bezahlen möchte, weil es besser poliert ist am Ende. Letztendlich bin ich halt eher jemand, der sagt, mich nervt sogar eher dieser Fokus auf Grafik. Ich habe lieber coolere Dialoge oder irgendwas, was an Content mich in irgendeiner Art und Weise überrascht oder überwältigt, als am Ende ein total hochpoliertes Spiel. Es kommt halt immer drauf an, aber am Ende ist es für mich nicht das Wichtigste. Ich unterstütze auch wahnsinnig gern Indie-Games. Ich finde, gerade im Indie-Bereich trauen sich die Leute mehr, probieren sich mehr aus, ne, und probieren auch neue Ideen aus und so weiter. Und Indie-Games werden meiner Meinung nach immer noch sehr stark unterschätzt, weil da echt sehr viele potente Leute rumlaufen mit potenten Ideen und sehr viele geile Games, die es oft nicht auf den Radar schaffen, weil dann wieder irgendein neues Call of Duty rauskommt, was echt schade ist. So, also, und da hast du jetzt eine Sendung rausgestrickt, ne? Ja. Ich meine, klar, bei so einer Frage ist die erste Antwort ja immer, ich will alles. Ja. Ne? Alles, her damit. Ja, ne? ja. Aber die Sachen, die sind halt auch teuer. Die sind teuer, ja. Stell dir mal vor, es ist Weihnachten. Exemplarisch für Geburtstag oder sonst irgendwas anderes, ja? Und dann kannst du dir was kaufen oder was wünschen. Aber du hast nur Geld für eine Sache. Jetzt habe ich aber blöd angefangen. Wofür gibst du dann dein Geld aus? Beende ich jetzt erstmal den Satz. Und der Kern dieser Sache ist, die sagen ja immer voraus irgendwie, in Zukunft wird alles noch teurer werden, weil die Technik, die hält ja nicht an. Ja. Ne? Das heißt, diese ganzen Cutscenes und Schauspieler, die man Quadruple-A-Produktionen des Teufels. Ne? Ja. Millionen werden ausgegeben, um nur Ja. ein einziges Spiel zu machen. Quality from Death. Das ist so teuer. Production Value aus der Hölle. Da müssen entweder irgendwie die ganze Welt muss das Spiel kaufen, damit sich das gelohnt hat, oder Ja. Du machst es einfach teurer. Jo. Und dann sagen die Leute, ja, aber Moment mal, hier 100 € für ein Spiel, habe ich mir jetzt ausgedacht, ist aber teuer. Ne? Ja, bei FC Bayern München will ich hier eine Stehtribüne aber für 7,50 € stehen, ne? Also mehr zahle ich dafür nicht. Da lacht sie, weißt du? Wieso? Was hat er jetzt mit Fußball zu tun? Überhaupt nichts. Nein, aber das ist jetzt der teuerste Verein, ne, Deutschlands. Und wenn ich da hingehe, okay, das sagt man, ist aber teurer. Aber nicht die Stehtribüne. Aber nicht die Stehtribüne so, ne? Das ist dann halt so, da gibt's halt doch unterschiedliche Preiskategorien. Aber bei Computerspielen ist es halt so, ne, für welche Plattform kaufst du es dir? Für den PC hast du nicht gesehen. Das ist schon relativ ähnlich. Ja, wenn ne? du jetzt so ein schönes Indie-Spiel hast. Ja. Ja. Und das kostet 20 €. Dann Ja. kannst du dir ganze 5 Indie-Spiele dafür kaufen. Ja. Für diese 100 €, die du Ja. sonst vielleicht für was anderes ausgibst. Vielleicht sind sie das ja auch wert. Ne, dass man diese 5 dann auch spielt. Und vielleicht ist es auch so, dass man sich verzockt hat und 70 € für ein Spiel ausgegeben hat, was einem gar keinen Spaß macht. Aber die anderen 5 Spiele waren viel toller und Ja. habe viel mehr Zeit dafür investiert.
Ja, das ist so eine Mini-Rechnung, Milchmädchenrechnung hätte ich jetzt gesagt. Ist aber auch falsch, weil es geht ja um Entertainment. Es geht ja darum, was mir Spaß macht. Das kann ich manchmal vorher überhaupt nicht sagen. Ja, das heißt also, ich möchte gerne Geld ausgeben, ja, oder ich möchte gerne die Leute unterstützen, die gute Spiele für mich machen. Ja. Was heißt denn das? Das ist subjektiv. Das ist wie bei Musik, hatten wir letztes Mal gesagt. Das ist eine sehr subjektive Sache. Jeder hat so seinen Geschmack, ja. Und oder die Production Values sind mir super wichtig. Story ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, das sieht aus wie in Real Life. So, irgendwann, ne? Gibt's Leute, die das so sehen. Grafik. Ich bin da eher so, das Gesamtbild muss stimmen und es musst du vor allem eine spannende Geschichte erzählen. Und wenn mir etwas sowas suggeriert und sagt, das ist eine spannende Geschichte, die ich auch gerne dann irgendwie, ne, dann sage ich, okay, dann gebe ich auch mal ein paar Mark dafür aus, ne? Aber es fängt ja schon an mit der Werbung. Das heißt, wenn mir jemand irgendwie alle 2 Tage irgendwie so ein Megaposter vor die Nase hält oder irgendwie im Internet so immer so ein Banner vorbeiläuft und sagt, das hier ist der nächste geile heiße Scheiß. Heiße Scheiß, so. ja. Und das musst du unbedingt kaufen und es wird nie ein Spiel gegeben haben bisher, was so toll aussieht wie dieses irgendwie. Dann und mich fragt irgendeiner auf der Straße, hör mal, was ist denn der nächste geile Scheiß? Und ich, das. Weil ich die Werbung so oft gesehen habe. Ja. Das heißt, das greift. Die Leute warten dann auch auf diese Sachen, lassen sich vorher hypen. Deswegen funktioniert das Konstrukt überhaupt, dass so viele Menschen das kaufen. Obwohl sie vorher vielleicht gar nicht wissen, ob es wirklich der... Na gut, aber sowas macht ja auch Spaß. Deswegen geht man ja auch zur E3 oder zur Gamescom, um sich irgendwie neue Spiele anzugucken, um sich inspirieren zu lassen. Was ist denn jetzt das nächste Spiel? Worauf habe ich denn Bock? Und das ist so, ein Kumpel von mir, der Techie, ja, der hat immer gesagt, so, hier Freizeitpark, hier Moviepark, Movie World oder was. Das war der Warner Brothers Park in Bottrop oder wo ist der? Genau. Kirchhellen. So, ne, da war das irgendwie Warner Brothers und so und dann rannte dann der Batman und Robin rannten da rum, so. Und ich kannte auch jemanden, der mal den Robin gespielt hat damals, so, ne. Und dann bist du dann da lang gelaufen und dann siehst du dann Batman und Robin, wie die dann am Posen sind und die Kinder da und dies und das und so. Und dann gibt's 2 Kategorien von Menschen. Die einen, die sagen, die Studenten da, weißt du, ne, hier der Spacken hält sich für Batman oder was, ja. Und die anderen, die sagen, guck mal, das ist der Batman, lass mal ein Foto machen. Das gibt die 2 Kategorien. Das heißt, du musst dich drauf einlassen. Ich habe damals ein Foto mit Batman gemacht. Ja, ich auch. So, ja. Aber es ist halt, du musst dich drauf einlassen. Das heißt, die Magie, die muss rüberspringen. Ja. Wenn du in den Moviepark gehst, dann siehst du dann Batman. Dann denkst du nicht dran. Das sind irgendwelche Studenten, die 3,50 Mark dafür kriegen und sich in diesen Anzug reinzwängen und irgendwie die Leute bespaßen. Das ist aber doof. So, das ist desillusionierend. Ist bei Computerspielen genau das Gleiche. Es gibt unheimlich viele Spiele von der Kategorie, möchte ich gerne spielen. Aber du musst rauskriegen, welches. Welches ist denn jetzt wirklich das Gute, was ich wirklich spielen will. Also musst du dich informieren. Musst ein paar Mark in die Hand nehmen, weil du willst ja auch das Aktuellste spielen, weil die aktuelle Plattform, die du hast, den aktuellen PC, die aktuelle Xbox, die Playstation, die Switch, was weiß ich noch für Plattformen es gibt, ja. Die sagt dann irgendwie, okay, pass auf, das ist geeignet für dein Home Entertainment, dieses Spiel, aber das hat die tollste Grafik in dieser Kategorie, so. Da fängst du schon mal an, drüber nachzudenken. Ja, gut, das hört sich doch gut an, so. Ohne vielleicht darüber nachzudenken, ob vielleicht das Spiel dir gar nicht gefällt. Ja, und dann gibst du erstmal Geld dafür aus, weil ist geil. Aber vielleicht sollte man sich vorher informieren, bevor man Geld ausgibt. Und dann geht's wieder los. Ja, wer hat denn recht? Ne? Wer weiß denn, ob ich ein Spiel geil finde oder nicht? Wer weiß denn, ob ich dieses Geld dafür eigentlich ausgeben will oder nicht? Der Kumpel? Ja, es gibt Kumpels, ne, wo ich sagen würde, boah, wenn der das geil findet, ja, dann würde mir das auch gefallen. Ne? Mein Kumpel Techie zum Beispiel. Wenn der ein Spiel gut findet, das wird mir auch gefallen, das weiß ich. So, ne? Das heißt, wenn ich ihm sage immer, ja, super, musst du spielen, dann ist das auch so. Aber der spielt ja nicht alles, was ich spiele. Und ich kann den ja auch nicht ständig anrufen. Hör mal, hast du das und das schon gesehen? Boah, ich habe keine Zeit, geh mir nicht auf den Sack. Oder? Oder doch? Ja, kann man ab und zu mal versuchen. Funktioniert ja dann auch, aber ne? Ja. Irgendwie ist das als einzige Quelle ein bisschen dünn. Ja. Und gerade bei den Indie-Spielen finde ich das auch echt nicht einfach. Ne? Da bist du sehr schnell in der Kategorie, wie suche ich? Ne? Hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Richtig. Und
Ja, wie viel Geld bin ich bereit für neuer, besser, toller auszugeben? Das Ding ist ja, wenn alle nachziehen, also erstmal ist die These, es gibt für alles einen Markt. Sowohl für die Indies als auch für die AAA. Absolut. Ne? Also es ist alles, hat alles seine Existenzberechtigung. Und jetzt, wenn zum Beispiel wirklich Spiele teurer werden und dann alle, sag ich mal, Mittelklassewagen nachziehen müssen, weil die, was weiß ich, Production Values teurer geworden sind, das Personal teurer geworden ist, weil alles irgendwie teurer geworden ist. Und dann kosten alle Spiele irgendwie nicht mehr 70, sondern 80 Euro. Dann fängt es ja an weh zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt sage, für die 3 großen Titel, die alle paar Jubeljahre mal auf den Markt kommen und die über hunderte Millionen Euro in der Produktion gekostet haben, wenn ich für die jetzt ein bisschen mehr Geld ausgebe, kann man sich fragen, wenn das sowieso millionenfach Menschen kaufen, braucht's das dann überhaupt noch? Und zweitens, wenn die anderen alle nachziehen, ist das dann gerechtfertigt? Ist das schwierig, ne? Weil den Leuten das dann weh tut. Irgendwo ist die Grenze, da tut's dann in der Tasche weh. Auf der anderen Seite gibt's auch so Spiele, die tun so, als wären sie günstig, gibt man aber hunderte von Euros für aus und merkt's nicht mal. Ne? Dann denkst du irgendwie, ja gut, das Spiel kriegst du jetzt erstmal umsonst im besten Fall. Und dann durch diese kleinen Sachen irgendwie, die du dann, was weiß ich, irgendwelche Lootboxen und Gedöns, was du dir dann dazu kaufen kannst, auf einmal hat das Spiel irgendwie, wenn du das mal alles zusammenrechnest, mein Gott, ich habe ja schon 150 Euro für das Spiel ausgegeben. Hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Wie viel gebe ich für einen Kinobesuch aus so? Und wie viel Zeit habe ich verbracht mit diesem Spiel? Absolut. Also, doch, das war das Geld jetzt wert, dieses Spiel. Und wenn man es für 150 Euro kaufen müsste und hätte dann das Komplettpaket alles dabei, würde es kein Schwein kaufen. Also muss man immer mal ein bisschen gegenrechnen und gucken, was ist mir das denn tatsächlich wirklich wert? Und wie viel bin ich dann bereit, anschließend noch reinzubuttern? Ich meine, dass sich die Lootboxen so etabliert haben, hat ja einen Grund. Weil die Leute dafür viel mehr Geld ausgeben, viel, viel mehr Geld als für einen normalen Vollpreistitel. Weil sie es so nicht merken. Das ist so wie mit Häppchen auf dem Buffet. Wenn alles nur so ein kleines Häppchen ist, dann kannst du immer noch eins im Mund stecken irgendwie. Dann passen so viele Häppchen rein. Deswegen gehen wir auch immer gerne zum Running Sushi, ne? Die kleinen Tellerchen, ne? Dann stapeln die sich. Och, war ja nicht viel, ne? Ich vermisse das Running Sushi. Ja, können wir leider nicht machen. Kommt aber wieder, hoffentlich dieses Jahr irgendwann. Ja, no? Ja, das ist interessant. Ja, werden die Sachen immer teurer? Werden die immer größer? Partiell sicherlich ja. Auf der anderen Seite werden aber auch die Technik, nicht nur die Hardware wird immer besser, sondern auch die Techniken, um Dinge zu erstellen, werden immer besser. Das heißt also die Tools, um Sachen zu animieren, um Sachen zu texturieren, um Sachen zu beleuchten. Unsere Engine wird immer weiter aufgebohrt. Unsere Editoren werden immer verbessert. Wir versuchen auch immer schöneres Bild abzugeben und schönere, weichere Mechanismen einzubauen und so weiter, um das Ganze komfortabler vielleicht auch zu machen. Oder halt irgendwie, dass es schöner wirkt, dass es in einem Stück wirkt, dass es manchmal, dass diese Denkpausen, die man manchmal hat, dass die verschwinden und solche Dinge. Die haben manchmal gar nicht mit viel Geld zu tun. Die haben damit zu tun, mit Leidenschaft und Liebe an die Sache ranzugehen und sich darum zu kümmern, dass das irgendwie runder und toller wird. So. Das heißt, viele Sachen, die wir so erstellen, da merken wir, die sind gar nicht so teuer, wenn man sich drum kümmert. Andere Sachen sind sehr, sehr teuer und bringen vielleicht auch gar nicht so viel. Richtig. Neue Techniken auszuprobieren, so. Das muss halt, das Gesamtbild muss dir sagen, so, ob das stimmt oder nicht. Ganz pauschal kann man sagen, das teuerste an einer Produktion, egal welcher, ist eigentlich immer das Personal. Ja. Ne? Weil du halt, wenn du jemanden Vollzeit anstellst, der eine bestimmte Aufgabe machen soll, der muss ja davon leben können, der hat vielleicht auch noch Familie oder sowas in der Art. Das muss fair bleiben. Und das ist dann einfach ganz pauschal der teuerste Kosten. Und wie Gandalf zu Frodo sagt, du musst entscheiden, was du anfangen sollst oder machst mit der Zeit, die dir gegeben ist. Ne? Und das ist es dann, was es ist. Das heißt, du hast dein Team. Und man kann natürlich Teams auch bis zur Unkenntlichkeit aufblasen auf 5000 Leute oder so. Irgendwann lassen sich einige Sachen nicht skalieren. Ja, wenn du mit Masse drauf kippst und so, ne, mit Güllefass kommst, irgendwann, klar, kriegst du dann mehr Qualität ins Spiel.
Aber ist das gut fürs Spiel? Macht das wirklich Sinn? Das muss man dann auch individuell dann immer gucken und dann ist auch wieder eine Geschmacksfrage. Derjenige, der das dann kontrolliert oder derjenige, der sagt irgendwie, das ist aber noch nicht gut genug. Ja, für wen nicht? Ja, für mich. Aber vielleicht bist du gar nicht wichtig. Also solche Dinge, das ist dann auch immer so eine Frage. Da gibt's auch keine objektive Meinung. Das ist auch sehr schwierig. Das heißt, man möchte möglichst vielen Leuten ja gefallen. Mhm. Aber die sind auch alle maximal unterschiedlich. Der eine sagt irgendwie, ach, die Grafik ist mir egal, Hauptsache das Spiel macht Spaß. Ja, was macht dir denn Spaß? Ja, das mit der Atmosphäre da. Ja, was ist denn die Atmosphäre? Ja, das muss dann so, ja, so Bam. Ja, wie das und das Spiel und das und das Spiel. Am besten zusammen und irgendwie so Bam, ja. Und ohne Bam spielst du das Spiel nicht. Nee, ohne Bam spiele ich das nicht. Aber was ist denn das Bam? Ja, und dann geht's los. Was ist denn Qualität? Wofür brauche ich denn jetzt das Geld wirklich? Mhm. Wie viel Zeit muss ich denn jetzt wirklich investieren? In was? Mhm. Das ist dann die Frage, die man dann als Team sich immer wieder stellen muss und gucken muss, was lohnt sich und was nicht. Ja. Hast du eine Community-Frage? 2. 2? Ja, ist es denn? Ja. Hui! Also. Mich würde interessieren, ob eure bisher auf der PlayStation 4 releaseden Spiele von der Power der PlayStation 5 profitieren. Die Antwort ist klar. Bessere Hardware, besseres Ergebnis, pauschal. Ja. Kann man sich sogar auf YouTube angucken mittlerweile. Hab ich schon gemacht. Das gilt ja auch für einen PC, ne? Ja. Besserer PC, läuft schneller, läuft besser, klar. Ja. Bessere Framerate. Ja. Ja. In diesem Zusammenhang die nächste Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Konsole und einem Dev-Kit? Oh, ja. Das Dev-Kit ist offen. Ne? Man kann da sehr viele Sachen einstellen. Und das ist für jemanden, der ein Spiel entwickelt auf der Konsole gemacht. Das heißt, du kannst diverse Debug-Funktionen, so nennt sich das, auf der Konsole benutzen. Da kannst du sehen, so Sachen wie zum Beispiel, wie nennt man das? Dieses Profiling kann man machen. Ne? Das heißt zum Beispiel, dass du sehen kannst, welche Operationen, die du in deinem Spiel hast, ne? Du setzt ein Püppchen in die Welt, das guckt sich um, ob der Player wohl kommt, bald mal, ne? Der Held. Und das kostet Rechenzeit für einen CPU. Ne? Und dann guckt er einmal, ist immer noch nicht da. Dann guckt er zweimal und so weiter. Das ist ganz platt, ist tatsächlich so. Das heißt, die Püppchen, die stehen in der Welt und gucken halt, ne? Gucken sich um und wenn er dich sieht, da ist er, so, aber in welchen regelmäßigen Abständen checkt denn das Programm, ob der mich sieht oder nicht? Wenn ich das ständig mache, ne? Gucken, dann kostet das Zeit. Und das ist halt etwas, vielleicht guckt er mal zu oft. Vielleicht reicht auch ich guck mal. Jetzt gucke ich nochmal. Vielleicht reicht auch nur ein Fünftel, dass ich einen Check mache. Ne? Dass er in Dateien reinglotzt, so ein Programm zum Beispiel auch. Ne? Das sind halt so die Rechenzeiten und das ist das, was es langsam macht. Die kann man dann optimieren. Aber du siehst nicht, welche von meinen Funktionen, die ich hier gebastelt habe in meinem Spiel, ist denn jetzt wirklich die am meisten glotzt, die am meisten Rechenpower verbraucht. Das kannst du auf dem Dev-Kit dann schön mit irgendwelchen Tools dann sehen, als Beispiel. Ne? Das sagt dir, wo deine Fehler sind und solche Dinge. Du kannst halt Sachen konfigurieren und gucken, was die beste Konfiguration ist und solche Dinge. Und das ist halt ein Programmierer-Tool, wenn du so willst, das Dev-Kit, ne? Developer-Kit halt. Und die normale Konsole, die hat das alles nicht. Die hat ein komplett compiltes Ding, ja, und weiß gar nichts von diesen ganzen Funktionen oder so und führt nur aus. Das heißt, die haben gar keine Funktionen irgendwie, um zu gucken, läuft das auch performant genug und so weiter. Das läuft dann einfach. Und das ist der Unterschied. Das eine ist für den Konsumenten, das andere ist für den, der den Blaumann anzieht und tatsächlich noch dran rumwerkelt an dem Ding. Ja. Cool. Das war die zweite Frage schon? Das war die zweite. Oh, guck mal, siehst du? Ja, das geht ja hier flotti Karotti. Ja, dann viel Spaß noch und ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche hier wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau, bis dann. Macht's gut.
Ja, kompliziert, ne? Ich hätte das nicht erklären können. Ich hab's wahrscheinlich auch gar nicht vernünftig erklärt.